Sie sehen es immer von diesem Bild der Medusa, das ich schon als Kind war, das vielleicht das Lieblingsbild, wie es von vielen Kindern ist, glaube ich, im Museum. Wenn Sie mit Fantasie anschauen, können Sie sich noch vorstellen, dass das einmal eine schöne Frau war. Ich erzähle Ihnen die Geschichte. Es waren einmal 6 Schwestern. Ihre Eltern waren irgendwelche unheimliche, mythische Wesen, auf die gehe ich jetzt nicht ein. Es waren 6 Schwestern. 3 von diesen 6 waren unbeschreiblich hässlich. Unbeschreiblich hässlich, die sind auf die Welt gekommen, schon im Säuglingsalter haben sie ausgesehen wie uralte Greisinnen, die Zunge ist ihnen bis zur Brust herausgehangen, eine Haut haben sie gehabt, eine harte wie Fels. Gemeinsam hatten sie einen Zahn und ein Auge, das sie immer jeweils ausgetauscht hat, wenn eine schauen wollte, das Auge weitergegeben, wenn eine beißen wollte, den Zahn weitergegeben. Diese 3 wurden genannt die Greien. Und ihre Schwestern, die waren so hässlich wie die Greien waren, so schön waren die Schwestern, die Gorgonen. Sie waren die vielleicht schönsten Wesen, die damals auf der Welt waren. Und die schönste von ihnen war Medusa. Sie war die schönste. Sie war so schön, dass die Götter sich geprügelt haben um sie. Das ist verbürgt. Es hat einen Zweikampf gegeben zwischen dem Unterweltsgott Hades und zwischen Poseidon, den Poseidon gewonnen hat. Der Hades, aufgrund der schlechten Luft unten wahrscheinlich, war er nicht so gut beieinander wie der Poseidon, der immer am Meer ist. Und die Medusa, die hat sich nicht vom Poseidon in den Unterwasserpalast führen lassen, sondern sie wollte, dass er sie, das ist was exklusiv, sie wollte, dass er sie nimmt im Tempel der Athene. Und das hat einen Grund. Athene war nämlich die schönste Göttin. Ich weiß, Sie werden sagen, es ist Aphrodite, weil Paris ja damals den goldenen Apfel der schönsten der Aphrodite gegeben hat. Das war aber kein wirklich ästhetisches Urteil, sondern eher ein politisches, denn die Hera hat ihm Reichtum versprochen, dem Paris, die Pallas Athene hat ihm Klugheit und Macht versprochen und die Aphrodite hat ihm die schönste Frau versprochen und hat er den Apfel der Aphrodite gegeben. Die schönste aber war zweifellos Athene. Und weil Medusa die Athene demütigen wollte, provozieren wollte, hat sie sich von Poseidon, der ganz verrückt war nach ihr, bis unter den Scheitel seiner blauen Haare, der blaue Haare voll Testosteron, hat sie von ihm verlangt, dass er sie nimmt im Tempel der Athene. Und der Poseidon hat es getan und die Athene war darüber natürlich ungeheuer erzürnt. Und sie hat die Medusa und ihre Schwestern, die Gorgonen, nicht in die hässlichsten Wesen verwandelt, weil man kann sich was Hässlicheres vorstellen, sondern in die furchterregendsten, in die entsetzlichsten Wesen. Und die entsetzlichste der 3 Gorgonen war die Medusa. Wer sie angeschaut hat, direkt, wir sehen sie nur indirekt, also weil sie gemalt ist, der war so entsetzt, so erschrocken, dass er sich zu Stein verwandelt hat. Das war der Fluch der Athene gegen die Medusa, weil sie provoziert hat, weil sie sich dem Poseidon hingegeben hat, eben in ihrem Tempel. Und es war ein König einmal, der hatte eine Tochter. Die Tochter hieß Danae und dem König wurde geweissagt, dass wenn die Danae, seine Tochter, einen Knaben zur Welt bringt, er ihn eines Tages töten wird. Dann hat er sich gedacht, er muss sich vorbeugen, das soll nicht geschehen. Und er hat seine Tochter eingesperrt, die Danae, in einen bronzenen Turm, der keine Tür und kein Fenster hatte, aber nach oben offen war, damit frische Luft reinkommt, damit ein bisschen Sonne reinkommt, damit man ihr die Speise reichen kann von oben. Und dort war sie drin eingesperrt, die Danae, und wie es aussieht, wahrscheinlich für ihr ganzes Leben. Und Zeus hat von oben runtergeschaut vom Olymp und hat da die Danae gesehen,
in dem Turm, wie sie geweint hat, das hat ihn sehr erregt. Zeus liebt ja nicht, er begehrt ja nur. Hat sie sehr erregt und er hat sich in einen Goldregen verwandelt und dieser Goldregen fiel auf die Danae und von diesem Goldregen wurde sie schwanger. Ist natürlich medizinisch, biologisch zweifelhaft, mythologisch einwandfrei. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ein Goldregen eine geschlechtliche Leidenschaft verspüren, aber auch das ist eine mythologische Frage. Ja. Jedenfalls wurde sie schwanger und sie brachte einen Knaben zur Welt, dessen Vater eben Zeus in Form eines Goldregens war, und sie hat diesem Knaben, diesem Sohn, den Namen Perseus gegeben. Und dann sah ihr Vater, der König, dass sie doch einen Knaben geboren hat, und dann hat er sich gedacht, ja, ich muss sie töten, beide. Aber er hat das dann doch nicht über sich gebracht, wer bringt das über sich? Und hat sie, ein altes Mythologem, in ein Schiffchen gesetzt, Mutter und Sohn, und hinaus aufs Meer geschickt. Er hat sich gedacht, wenn die Götter wollen, wenn sie nicht wollen. Und sie ist an den Strand gespült worden in einer fernen Insel. Dort ist sie von einem Fischer gefunden worden und der Fischer war zufällig der Bruder des Königs. Und der hat dem König gesagt, habe ich da gefunden, schöne Frau mit Sohn, hast du Verwendung und so? Und der König hat gesagt, ja, die hat ihm gefallen, die Danae, und er hat um sie geworben die ganze Zeit, hat sie bei sich aufgenommen, hat den auch herangezogen, den Perseus. Dann ist er immer aufdringlicher geworden, der Danae gegenüber. Und der Perseus musste sich dann schon vor seine Mutter stellen, um sie zu beschützen, als er dann ein junger Mann war. Und der König, der hat gesagt, also, er wollte ihn loswerden. Und irgendwann gesagt, hast du schon Steuern bezahlt? So? Habt ihr Steuern bezahlt? Steuern? Wusste Perseus nicht, was das ist. Ja, wenn man bei mir wohnt, da muss man Steuer bezahlen. Infrastruktur, da muss man Steuer bezahlen. Ja, wie hoch ist das? Ja, 60 Pferde. Hab aber keine Pferde. Ja, kannst du was anderes bieten? Weiß nicht. Gut, ich mache dir einen Vorschlag, sagt er. Du holst mir das Haupt der Medusa und dann bist du und deine Mutter für ihr ganzes Leben hinaus seid ihr dann steuerfrei. Es hieß auch, dieser König hat überhaupt das Steuersystem eingeführt. Den sollte man sich merken, diesen König. Und der Perseus war ein lieber Kerl, ein ganz naiver, sehr klug, aber trotzdem naiver, und hat gesagt, ja, gehe ich und hole das Haupt der Medusa. Das war ungefähr so, wenn man es heute zu jemandem sagt, geh, wohin der Pfeffer wächst. Das heißt, einfach weg. Gleichzeitig wusste man, wenn er sie wirklich findet, wird er das nicht überleben, weil er wird so unvorsichtig sein, wird sie anschauen, wird zu Stein erstarren, und dann habe ich ihn los. Sollte er aber wirklich das Haupt der Medusa bringen, aus was weiß ich was, dann ist das natürlich eine unschätzbare Waffe. Man zeigt dem Feind einfach die Medusa, dann stehen lauter steinerne Figuren da. Ne? Der Perseus hat sich auf den Weg gemacht, und wir wissen ja aus den Geschichten, dass die Athene bei all ihrer Rachsucht, die sie hat, und eine gefährliche Gottheit ist sie, eine Kriegsgöttin ist sie, die Pallas Athene. Also eine viel gefährlichere Kriegsgöttin als der Ares zum Beispiel, der so für die Grausamkeiten zuständig ist im Krieg. Die Pallas Athene nicht, die ist so auf Distanz. Sie wäre, wenn sie heute wäre sie so die Göttin der Atombombe eher, während der Ares ist so derjenige, der halt die Ohren abschneidet und halt diese Dinge, die halt dann auch manchen Freude machen. Die Pallas Athene, die hat keine Freude am Krieg gehabt, aber die wollte, wenn sie Krieg geführt, siehe beim Trojanischen Krieg, dann bis zu Ende. Und die Pallas Athene hat ein Faible für so junge Abenteurer, so wagemutige Männer, siehe Jason zum Beispiel oder auch Odysseus, da weiß man es am besten. Und sie begegnet unterwegs dem Perseus, der auf der Suche nach der Medusa ist, und sie erklärt ihm, was es mit dieser Medusa auf sich hat. Und sie sagt, wenn du ihr ins Auge siehst, wirst du zu Stein, das geht nicht. Du kannst nicht gegen sie kämpfen, von Auge zu Auge. Und sie gibt ihm einen Bronzeschild. Der Bronzeschild ist so poliert, so glatt poliert, dass er wie ein Spiegel ist. Und sie sagt, du musst in den Spiegel sehen, was für heute ein Sinnbild ist. Für heute, man kann manchen
Gefahren nicht ins Auge sehen, die muss man indirekt angehen. Das erzählt uns diese Geschichte. Und sie gibt ihm diesen Schild mit und er geht weiter und er ist wirklich ein Liebling der Götter gewesen. Es begegnet ihm der Hermes und sagt, wenn du so langsam gehst, wirst du die nie finden. Das wird ewig dauern und er borgt ihm seine Flügelschuhe, dass er vorwärts kommt und gibt ihm gleichzeitig ein scharfes Schwert mit, wo er sagt, du kannst es der Medusa, dieser hässlich macht hart, entsetzlich macht hart und der Hals ist hart. Du wirst ihn nicht mit einem normalen Schwert abschlagen können und gibt ihm ein besonders von den Göttern gefeiltes und geschliffenes Schwert mit. Dann begegnen ihm noch die Musen, die sagen, ja, was machst du denn, wenn du den Kopf abgeschlagen hast? Wo willst du den tragen? Und geben ihm einen Mantel mit einem großen Sack. Wir kennen das, diese klassische Heldenreise. Das ist eine Form der Geschichte, die schon bei Gilgamesch anfängt. Ein Held macht sich auf eine Reise, um eine Aufgabe zu erfüllen und unterwegs wird er unterstützt von den guten Geistern oder von den Göttern. Und dann kommt der Perseus gut ausgestattet, mit einem Schwert, einem Schild, einem Mantel, mit einem Sack drin und mit Flügelschuhen, kommt er zu einem Teich und von weitem riecht er schon. Hier riecht es entsetzlich. Riecht es entsetzlich. Und dort wohnen die Graien, eben diese hässlichen alten Weiber oder die nur einen Zahn und ein Auge haben. Ich habe vergessen zu sagen, dass sie auch unglaublich stinken. Sie stinken unglaublich, wohnen neben einem schönen, klaren See, aber nie, dass sie auf die Idee kommen, da mal reinzugehen. Er hält sich auf Distanz so und fragt sie, wo sind eure Schwestern? Und die war, wer bist du? So, komm, gib mir das Auge, das Schauen, geben das Auge weiter. Und hast du was zum Essen dabei? Ja, ich habe was dabei, er gibt ihnen was zum Essen, so Brotfladen. Sie teilen sich den Zahn unterwegs auf. Und er sagt mal, ihr habt aber einen schönen Zahn, wirklich. Er sagt, oder ein schönes Auge, darf ich auch mal sehen? Ja, kannst du unsere Schätze, nimmt es. Und er nimmt uns den Zahn und das Auge und schmeißt es in den See. Dann sagen sie, du hast uns das Auge genommen, wie sollen wir essen, wie sollen wir schauen? Und er sagt zu ihnen, wenn ihr mir sagt, wo eure Schwestern, die Gorgonen sind, dann hole ich euch das wieder. Dann mache ich, und er sagt umso genau, dann werde ich veranlassen, dass ihr euren Zahn und euer Auge bekommt. Und dann verraten sie es ihm, wo er gehen soll. Und er gibt ihnen einen Stoß, dass sie in den See fallen. Dann können sie tauchen nach ihrem Auge, nach ihrem Zahn und bei dieser Gelegenheit sich auch ein wenig säubern. Dass wieder ein Gras wächst in der Gegend. Da ist nämlich gar nichts mehr gewachsen. Gras reagiert auch auf Geruch. Jedenfalls in dieser Geschichte. Und er macht sich auf den Weg und findet tatsächlich die Gorgonen. Er macht es genauso, wie ihm Pallas Athene ihm gesagt hat. Indirekt im Spiegel führt er den Streich. Was er nicht gewusst hat, was auch Athene nicht gewusst hat, ist, dass die Medusa schwanger war. Die war schwanger von Poseidon. Und als ihr der Perseus den Hals abschlägt, da springt aus ihrem Hals heraus Chrysaor, was auch immer das ist, er wird übersetzt mit, das ist ein goldener, wie ein goldenes Schwert, die gebiert also ein goldenes Schwert und ein Pferd mit Flügeln. Pegasus. Den Pegasus kennen Sie. Der Pegasus wurde aus mir, obwohl es mir ja nahe ist, und habe ich mich auch erkundigt, unerklärlichen Gründen wurde er das Wappentier der Dichter. Also das weiß ich jetzt, also wir Dichter führen uns auch zurück auf die Medusa irgendwie. Das ist beunruhigend, aber mythologisch eine Tatsache. Der Pegasus, der ist dann davon geflogen, der hat sich dann zähmen lassen von einem anderen Helden, Bellerophon, aber das ist eine andere Geschichte. Und der Perseus hat also jetzt das Haupt der Medusa am Schopf, so wie es hier liegt, ne? Und ohne natürlich hinzuschauen, steckt es in seinen Mantelsack und macht sich auf den Heimweg. Und wo er so geht, mit seinen Flügelschuhen kommt er ja weiter, sieht er vor sich einen Riesen, einen Titanen, der den Himmel hält. Das ist der Atlas, der den Himmel hält, an dem westlichsten Ende der Welt steht der da und der sagt zu ihm, der Atlas sagt zu ihm, was tust du hier, was willst du hier? Und sagt er, ja, ich bin Perseus, sagt er, ich bin der Sohn des Zeus. Und dem Atlas ist geweissagt worden, dass eines Tages
ein Sohn des Zeus kommen wird, um die Äpfel der Hesperiden zu stehlen. Die Äpfel der Hesperiden, die sind hinter dieser Grenze des Westens. Wer von ihnen isst, der wird unsterblich. Und der Atlas hat darauf zu achten, dass das nicht geschieht. Er sagt, du kannst hier nicht vorbei. Wieso kann ich nicht vorbei? Ja, du willst ja da die Äpfel der Hesperiden stehlen. Ich sagte, na, wieso kommst du auf die Idee? Ja, du hast ja einen Sack dabei. Dann sagt er, ach so. Ja, was ist in dem Sack drin, sagt er, wie so ein Zöllner halt. Ne? Sagt er, was ist in dem Sack drin, sagt der Atlas. Ja, da habe ich halt so ein paar Sachen dabei, ja, die muss ich sehen. Ja, möchtest du die wirklich sehen? Ja, die muss ich sehen, sagt er. Na gut, dann schau doch mal her. Er greift in den Sack, nimmt das Haupt der Medusa heraus, hält es dem Atlas hin. Und seitdem wissen wir ja, das Atlasgebirge, dort steht es ist versteinert worden, der Atlas, und hält aber immer noch den Himmel. Das muss man ihm zugute halten. Dann hat er sich weiter auf den Weg nach Hause gemacht, der Perseus, und kam an einer Küste vorbei, wo er von Weitem schon den lieblichen Ton eines Frauenweinens hörte. Also der liebliche Ton einer Frau, die weint. Und das hat ihn gerührt. Deswegen haben wir geschaut, da steht die Frau, die ist angebunden an einen Felsen und vor ihr schwimmt ein Meerungeheuer. Und es ist nur eine Frage von wenigen Augenblicken, bis das Meerungeheuer diese Frau vertilgen wird. Und der Perseus mit seinem Schwert und dem Haupt der Medusa stürzt sich auf das Meerungeheuer und befreit diese Frau, die Andromeda, die übrigens von ihrer Mutter dort festgebunden worden ist, Cassiopeia, und zwar deswegen, weil die Mutter halt auch eifersüchtig auf sie war, weil die so schön war. Nicht immer geht es um das. Immer geht es um das. Die war so schön. Und die Mutter hat gemeint, das kennen wir aus dem Märchen. Weil das Spieglein an der Wand, das ist dort das Gleiche. Und er hat die Andromeda, hat er befreit und hat sie geheiratet. Übrigens, Perseus und Andromeda sind vermutlich das untragischste Paar in der ganzen Mythologie. Denen kann ich Sie beruhigen, nichts Schlimmes mehr passiert, weder hat er sie noch hat sie ihn umgebracht, noch bei denen geht es wirklich gut aus. Es ist eines der wenigen Liebespaare in der griechischen Mythologie. Sonst fällt mir eigentlich nur noch der Odysseus und die Penelope ein, sonst eigentlich nicht mehr viel. Und so hat er dann seine Heldentaten begangen und kam nach Hause und hat also zu seiner Mutter, wo der König, der Lüsterne war, der seine Mutter bedrängt hat, und der König hat gesagt, na, und jetzt hast du das Haupt der Medusa? Und er sagt, ja, und der König hat gelacht. Ja, na, zeig mir es doch einmal. Willst du es wirklich sehen? Ja klar, wenn du es schon hast, hat es ihm gezeigt. Mutter war befreit, sozusagen, Fall war erledigt, und sie sind nach Hause gekehrt, also nach Hause zu seinem Großvater, zur Mutter, der Danae, der hat das vergessen, diesen Orakelspruch, war froh, dass seine Tochter wieder da ist mit ihrem Enkel, und hat ein großes Fest veranstaltet, ein Sportfest, und der war ja gut beieinander, der Perseus, der war ja gut beieinander, nicht? Und der hat auch mitgetan bei diesem Sportfest, hat den Diskus geworfen, hat ihn so weit geworfen, und der Großvater hat geschaut, wo fliegt er denn hin, der Diskus, und hat ihn schon am Kopf gehabt. Und so hat sich auch der Orakelspruch erfüllt, nicht? Weil sein Enkel ihn erschlagen hat, also nicht willentlich, sondern versehentlich. Und die Medusa, die hat der Perseus der Pallas Athene geschenkt. Und die Pallas Athene hat das Haupt der Medusa in ihren Brustpanzer eingefügt. Wenn Sie vielleicht irgendwann beim Parlament vorbeigehen, da sehen Sie den goldenen Brustpanzer der Athene. Und damit auch die Größenverhältnisse Sie klar machen, wie groß die Pallas Athene ist, nämlich ja, das Haupt der Medusa ist wie eine Brosche. Hier sitzt das. Aber dennoch die Wirkung, tun Sie halt ein bisschen wegschauen, nicht? Oder schauen Sie es nur übers Handy an. Das ist so wieder Spiel und aufgepasst. Nicht? Jetzt bedanke ich mich.